Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin der Stefan von Stucki und heute möchte ich mit euch schwäbische Maultaschen machen. Und was für Zutaten und Utensilien wir dazu brauchen, das seht ihr jetzt. Wir brauchen Nudelteig, Spinat, Eier, gerauchter Schweinehals, Lauch, gerauchte Schinkenwurst, frische Schinkenwurst, Bratwurstbrät und Brotwürfel. Als Utensilien brauchen wir unsere Maultaschenform, die habe ich mir mal selber gebastelt. Und einen Fleischwolf. Hier werden wir alles durchlassen und dann können wir es am besten vermengen, dann geht es am einfachsten. Aber das zeige ich euch jetzt. Also, als nächstes werden wir jetzt durch unseren Fleischwolf die ganzen Zutaten hier durchwolfen und dann nachher vermischen mit dem Brot, mit den Eiern, mit dem Brät und dann haben wir unsere Masse fertig. Wir werden sie dann einfach nur noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer würzen, weil die Zutaten enthalten ja schon recht viel Geschmack und auch viel Würze. Da braucht man dann zum Schluss nicht mehr so viel nachwürzen, aber zur Feinabstimmung gebe ich immer noch ein bisschen Salz und Pfeffer dazu, dass es einen ganz runden Geschmack wird. So, wir fangen jetzt an. Am besten jetzt zuerst mit unserem gefrorenen Spinat. Warum eigentlich gefrorener Spinat? Ganz einfach, man hat ihn schnell zur Hand. Er ist schon fertig geputzt, er ist schön portioniert und vor allem, und jetzt kommt die ganz wichtige Sache, hier durch den Fleischwolf. Wenn wir unsere Zutaten hier durchwolfen und der gefrorene Spinat wie hier durchlassen, dann ist es so, dass er uns hier schon mal unsere Förderschnecke und unser Messer vorkühlt und somit die anderen Sachen durch die Reibungswärme nicht so sehr warm werden. Deswegen gehe ich her und lasse zuerst den Spinat durch. Anschließend nehme ich die anderen Zutaten und die kann ich jetzt in beliebiger Reihenfolge durchlassen. Ich habe mich jetzt hier entschieden für eine 4 mm Lochscheibe, somit habe ich eine schöne Körnung. Also Körnung bedeutet die Gröbe der Stücke und brauche damit im Nachhinein nichts mehr anstellen, sondern kann es einfach nur noch von Hand vermischen und dann hat es ein schönes Bild nachher im fertigen Produkt. Für alle, die sich jetzt fragen, warum ich Lauch benutze, ganz einfach. Klassisch wird ja auch Zwiebel benutzt oder kann benutzt werden, aber ich bin jetzt eher derjenige, der Lauch nimmt, weil Lauch hat ein bisschen einen feineren Geschmack wie Zwiebeln und trägt halt nicht so stark auf, weil viele Leute mögen den Zwiebelgeschmack nicht so sehr. Die grüne Farbe von dem Lauch gibt uns natürlich noch ein bisschen das Grün im Produkt selber, in der Maultasche und noch einfach einen schönen, milden Geschmack einfach. So einen abrundenden Geschmack. Den Lauch habe ich zuvor blanchiert und auch grob klein geschnitten und blanchiert, so dass wir alles, dass es auch gut zum Vermengen ist. Jetzt haben wir unsere Zutaten hier gewolft und jetzt geht es weiter. Jetzt geben wir die Eier dazu. Dann geben wir die Brotwürfel dazu. Die Mengenangaben der ganzen Zutaten habe ich euch unten in der Infobox drinne stehen, so dass ihr es zu Hause nachmachen könnt. Dann gehe ich her, ich habe hier einen Pfeffer und werde jetzt da einfach ein bisschen nur grob nachpfeffern. Es braucht nicht arg viel, weil wie gesagt, die Zutaten selber haben ja schon viel Würze an sich dran. So. Dann gehe ich erstmal her und tue die Sachen von Hand mal vormischen, bevor ich das Brät hinzugebe. Und jetzt seht ihr schon mal eine grüne Masse hier. Und falls sich jeder fragt, warum heißen Maultaschen auch Herrgottsspeiserle? Ganz einfach. Und zwar, der Sage nach, ist es so, dass die Mönche damals versucht haben, das Fleisch zu verstecken, indem sie ganz viele Kräuter nehmen, um vorzugaukeln dem lieben Herrgott, dass da drin kein Fleisch sei und es natürlich nicht sichtbar ist. Und wie ihr seht, wir haben hier zwar
Fleisch und Wurst drin, aber durch den Spinat und den Lauch sieht man es gar nicht. Also, die waren gar nicht ungeschickt. Jedoch hat sich die Rezeptur immer weiterentwickelt und damit wir natürlich eine schöne Bindung bekommen, andere nehmen dazu auch Hackfleisch, wir nehmen jetzt dazu Brät. Vermischen wir das Ganze noch mit unserem Bratwurstbrät. Das haben wir übrigens auch selber gemacht. Wenn ihr die Rezeptur wissen wollt oder das Video anschauen wollt, euch hier, dann schaut es euch da mal an. Könnt ihr schön nachmachen. Und ja, dann gibt uns das Ganze, das Bratwurstbrät, einfach eine schöne bindige Masse. Andere nehmen, wie gesagt, nur Hackfleisch dazu. Aber das ist jedem selbst überlassen und da gibt es auch keine festgelegte Art und Weise, weil die Sache ist es so, jede Familie, jede Oma, jede Region hat da so ihr eigenes Rezept, wie sie ihre Maultaschen machen. Und das ist auch das, was so schön ist bei der ganzen Geschichte. Die schmecken überall anders und überall interessant. Und so soll es auch sein, denn dadurch haben wir eine schöne Vielfalt. Ihr seht schon, wir haben hier eine sehr, sehr grüne Maultaschenmasse. Ich gebe jetzt alles noch hinzu. Jetzt haben wir unsere Masse ja fertig. Jetzt gehen wir weiter und werden jetzt den Nudelteig ausrollen. Da gehe ich immer folgendermaßen vor. Ihr seht schon, der ist in einen so schönen Papier eingewickelt. Wir werden ihn jetzt auf dem Papier lassen. Normalerweise mache ich den immer runter. Dann rollen wir den aus in der Länge, wie wir ungefähr brauchen. Meine Länge ist jetzt zum Beispiel diese Form hier. Diese Form habe ich mir mal erstellt zu früher Zeit, als ich sehr viele Maultaschen gemacht habe, noch früher bei uns in der Metzgerei. Dann war das so, da musste das alles ziemlich schnell gehen und jede Maultasche sollte auch gleich groß sein und gleich aussehen. Und dann habe ich mir die mal gebaut und somit weiß ich, okay, diese Masse muss hier reinpassen und eben gestrichen werden. Dann ist das alles optimal und das seht ihr jetzt, wie ich die handhaben werde. So, wir brauchen aber auch noch Wasser und natürlich Messer. Das Wasser ist jetzt dafür da, dass wir den Teig befeuchten, so damit er nachher zusammenklebt. Also manche nehmen ja auch Ei dazu, aber im Regelfall langt es aus, dadurch, dass die Stärke, was jetzt selber in dem Nudelteig drin ist, aktiviert wird und dann anfängt zu kleben. Also von dem her braucht man noch nicht mal mehr klassisch Ei dazu, sondern man kann das einfach so nehmen, das Wasser, und los geht's. Ich bestreiche das jetzt komplett einmal alles. Dann nehme ich meine Maultaschenform, schaue mir, wie groß brauche ich es. Okay, passt. Ich gehe jetzt her, schneide mir da hinten am einen Ende ab. Zack. Und fange jetzt an, meine Hände ein bisschen feucht zu machen und fange jetzt an, diese Masse zu nehmen und hier rein zu verteilen. Ihr seht schon, das ist relativ simpel. Durch diese Form weiß ich halt genau, wie viel ich einstreichen muss und wie hoch auch meine Höhe ist von der Masse. Und somit klappt dann auch die Maultasche nachher sehr gut zu. So. Jetzt nehme ich mir das Brett wieder ab, beziehungsweise meine Form wieder ab. Und jetzt schlage ich die beiden Seiten ein. Ihr seht jetzt sehr schön, ich habe hier eine schön geformte Masse hier in der Mitte und kann jetzt meinen Maultaschenteig, meinen Nudelteig, einmal von oben und einmal von unten, je nachdem, einschlagen und dann hat jede Maultasche die gleiche Höhe in dem Moment. Natürlich, viele mögen das ja, wenn die Maultaschen unterschiedlich hoch sind, aber ich wollte damals, dass quasi alle gleich hoch sind und daher bin ich hergegangen und habe mir diese Form gebaut. So, dann kann ich das hier oben schon mal glatt streichen, bisschen auf Spannung gehen. Das Gute daran ist, ich habe hier, also auf beiden Seiten, jeweils noch ein bisschen Luft. Nachher, wenn ich dann die Maultaschen zuschneide, dann geht es ja noch, drückt es noch ein bisschen raus. So, die andere Seite schlage ich jetzt von oben ein.
Gut, jetzt habe ich meinen Nudelteig hier drinne eingeschlagen und meine Masse. Und jetzt gehe ich her mit dem Messer und das könnt ihr bestimmen, wie ihr wollt, in welcher Größe, und kann jetzt hergehen und mir die Größen dementsprechend, also die Breite entsprechend abschneiden. Also ich nehme mir so als Faustregel die 3 Mittelfinger oder die 3 Finger in der Mitte sind so mein Maß und an denen orientiere ich mich von der Größe her. Gut, am Schluss gibt es immer noch ein Stück, was ein bisschen kleiner ist. So, schaut her, und schon habe ich die ersten fertigen Maultaschen. Jetzt ist so, bei mir sind die Maultaschen an der Seite offen. Viele sagen, ja, eine Maultasche muss geschlossen sein, damit man auch nicht sieht, was drin ist, wenn man mal ganz weit zurückdenkt. Aber viele sagen auch so, nee, mir ist es lieber, wenn die Maultasche geschlossen ist. Manche sagen, nö, mir ist es egal, die Maultasche kann offen sein. Das würde mich jetzt gerne mal interessieren. Schreibt es mir doch in die Kommentare unten rein. Wie sollte die Maultasche bei euch sein? Geschlossen oder ist es euch egal, wenn sie auch offen ist an der Seite? Das würde mich interessieren. Schreibt es mir gerne rein. So, jetzt gehe ich her, tue mir den Teig mal auf die Seite oder die fertigen und weiter geht's. Jetzt habe ich hier so ein kleines Endstück und wenn ich so ein kleines Endstück habe, dann füge ich von einem neuen Nudelteig den gleich da dran an. So, und ich habe mich jetzt entschlossen, doch die Folie bzw. das Papier hier runterzunehmen. Dann hat man einfaches Handling. Ich feuchte das jetzt ein bisschen an wieder und kann wieder meinen Teig einfüllen, bzw. meine Masse. Jetzt haben wir alle Masse versorgt, eingeschlagenen Nudelteig. Hier seht ihr schon die fertigen Maultaschen und jetzt geht es weiter ans Kochen. So, das Wasser kocht schon. Fangen wir an und geben unsere Maultaschen rein. So, ich handhabe das so, sobald ich die Maultaschen drinne habe, rechne ich ungefähr mit 10 Minuten, was die drinne sein müssen, und dann nehme ich sie raus. Hier habe ich mir schon mal ein Gitter hingelegt, darunter ein Backblech, und da werde ich mir dann die Maultaschen drauflegen, somit dass sie schön abkühlen können, von unten abtropfen können, und dann kleben sie auch nicht so schnell aneinander. So, jetzt können wir schon die ersten Maultaschen, die ersten fertigen Maultaschen rausholen. Wow, das sehen ja richtig super aus. Genau so müssen sie sein. Und woran erkennt man, dass die Maultaschen gut gekocht sind, beziehungsweise ein Qualitätsmerkmal, das ist, wenn sie Blasen werfen nach dem Kochen oder während dem Kochen. Das bedeutet, dass der Nudelteig schön gekocht ist, die Masse auch. Das ist so ein Qualitätskriterium oder Merkmal. So, jetzt haben wir sie fertig. Schaut sie euch an, wie gemalt. Super schöne Maultaschen in der ungefähr gleichen Größe. Wenn man das möchte, ist das natürlich toll. Aber es gibt wahrscheinlich auch da draußen welche, die mögen das gar nicht so. Die mögen das, wenn sie unterschiedlich groß sind. Ich finde es halt toll und deswegen super schön. Ihr seht, die sind noch relativ, also die fühlen sich noch wunderbar warm an. Und da kann ich einfach nicht mich lang zurückhalten. Ich muss jetzt mal testen. Ich teste jetzt ganz obligatorisch mal für euch. Da merkt man ganz schön den Geschmack von dem Lauch mit dem leichten Rauchgeschmack von dem gerauchten Schweinehals. Die Würze von den Würsten, ein Traum. Und das Brot da drin gibt natürlich nochmal die extra Lockerheit von der Struktur her. Also
einfach sagenhaft. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres wie schwäbische Maultaschen. Ich würde sagen, wenn ihr noch keine selber gemacht habt, dann müsst ihr sie unbedingt selber machen. Schaut unten in der Videobeschreibung drinne, da habe ich euch das Rezept reingeschrieben. Macht sie nach, gebt mir auch mal ein Feedback, wie es euch geschmeckt hat, wie die Maultaschen bei euch angekommen sind. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis bald, euer Stefan. Ciao.